Ja, die letzten Tage waren wir in Ulu und sind jetzt halt weitergefahren. Und ja, Ulu war eigentlich also ganz nett. Also Ulu kennt man ja vielleicht, Nokia kommt aus Ulu. Und, aber an sich ist es halt wie jede andere Großstadt. Also die Umgebung war halt ganz hübsch und so, aber Ulu ist halt auch recht groß. Wir waren irgendwie 200.000 Menschen, glaube ich. Genau, knapp über 200.000 Einwohner. Und das merkt man auch. Also es ist halt so typisch Großstadt. Aber so das Kletterzentrum war total toll. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Da waren wir zweimal jetzt. Und es war sehr, sehr schön. Hat uns sehr gefallen. Ja, und Ulu ist die nördlichste Großstadt Europas. Ja, stimmt, das ist, genau. also nördlicher sogar als Reykjavik. Nicht viel, aber ein bisschen. Dieser schöne Platz hier ist nahe Rahe. Da sind wir weiter südlich gefahren von Ulu aus, direkt an der Ostseeküste entlang. Und so wollen wir jetzt auch weiterfahren an der Ostseeküste entlang bis nach Helsinki. Ja, wir sind jetzt hier in Laijalahti. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Das ist ja nicht ganz so einfach, die Sprache hier. Und das heißt so viel wie weite Bucht. Und das ist in der Nähe von Kokkola. Das heißt Platz zum Feuer machen anscheinend. Und mit der Sprache haben wir ein bisschen zu kämpfen, weil das doch nicht so einfach ist. Das Finnische gehört nämlich zur Unterfamilie der uralischen Sprachen und ist eher so dem Ungarischen ähnlich. Deshalb fällt uns das ein bisschen schwer, das überhaupt zu erkennen, selbst wenn man es liest. Also für uns jetzt ist das Norwegische ein bisschen einfacher gewesen. Das hat man nach einer Weile recht gut verstanden und ist auch gar nicht so schwer zu lernen. Aber die Verständigung ist hier gar nicht so schwer, weil die meisten ja Englisch sprechen und deshalb funktioniert das alles trotzdem. So, und jetzt werden wir hier uns mal ein bisschen umgucken. Wir sind gestern schon mal hier ein bisschen durch den Wald gegangen. Es war ganz nett. Hier wird auch überall Disco-Golf wird hier gespielt. Ja. Das ist ziemlich cool. Also es ist halt, also eigentlich mit einem Frisbee und ähnlich wie Golf. Also man hat ein paar Abwürfe und muss dann versuchen, dieses Gestell zu treffen. Und sieht eigentlich ganz spaßig aus. Ja, scheint auch irgendwie Nationalsport zu sein, weil hier ziemlich viele Leute sind. Also gestern war hier richtig doll voll. Und ja, leider haben wir keinen Frisbee. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt hier in Kintulami, einem Naturschutzreservat in der Gemeinde Tampere. Und das liegt etwa 300 Kilometer nördlich von Helsinki. Wir waren jetzt die letzten 4 Tage hier, waren ein bisschen klettern und wandern. Und in diesem Naturreservat hier soll es neben Auerhähnen auch Flughörnchen geben. Da haben wir die ganze Zeit nach Ausschau gehalten beim Laufen und so, aber wir haben leider keine entdecken können. So beim Wandern haben wir ja meistens immer ein GPS-Gerät dabei, aber wir waren ja gestern so ein bisschen laufen und ich bin dann halt letztendlich noch alleine weitergelaufen, weil ich noch ein bisschen weiterlaufen wollte und habe mir gedacht, ach, den Weg zurück finde ich schon, sind ja alles ausgeschilderte Wanderwege und ich muss ja nur wissen, wie der Ort heißt, wo ich wieder hin muss. Also das heißt auch irgendwie Corte Vieri oder so, so heißt der See, der hier in der Nähe ist. Und das Problem war aber, die ganzen Seen hier in der Nähe, die heißen alle so ähnlich. Irgendwas mit Ki und K und ich bin dann komplett durcheinander gekommen und ja, habe dann so ein bisschen die Orientierung verloren. Aber habe es dann letztendlich doch noch gefunden. Wir hatten ja erzählt, wir sind 300 Kilometer nördlich von Helsinki. Das war wohl nicht ganz richtig, haben wir festgestellt. Es waren wohl nur 200 und jetzt sind es nur noch 60. Weil wir sind dann ja gestern weitergefahren, weil hier auch so ein Kletterfelsen sein sollten. Wir haben die auch gefunden, aber es war uns dann irgendwie doch bedeutend zu warm. Es sind gerade so 27 Grad und das sind wir irgendwie gar nicht mehr gewöhnt. Und deswegen haben wir dann geguckt, wo hier ein See ist und haben ja auch einen richtig schönen See gefunden und sind halt hierher gefahren. Enten haben sich das. Und die Enten kommen her, glaube ich. Die haben gemerkt, hier ist was los.
wir haben gerade festgestellt, unser Stellplatz ist mitten in einer Ameisenstraße. Damit haben wir schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Im T3 hatten wir mal Ameisenbefall, da mussten wir alles rausreißen, das war ganz schön widerlich. Aber ich hoffe mal, die kommen hier nicht rein, wir sind hoch genug. Ja, heute ist es eigentlich auch nicht wirklich kühler, also es sind fast 30 Grad, aber wir gehen dann trotzdem klettern und hoffen einfach, dass wir im Schatten ein bisschen Abkühlung zwischendurch finden können. Ja, wir hatten eigentlich gehofft durch die Hitze, dass es hier nicht so viele Mücken gibt, aber ja, die sind hier trotzdem irgendwie sehr präsent. Ja. Wir haben hier jetzt zwar so einen Plan für die Routen, aber irgendwie können wir die nicht so richtig zuordnen. Also heißt das einfach wieder ausprobieren. Ja, hier ist nicht ganz so eine schöne Aussicht wie in Norwegen. Ne? Ja, Bäume sind ja auch schön. Heute wollen wir uns Helsinki mal ein bisschen angucken und dazu wollen wir uns wahrscheinlich einen Campingplatz in der Stadt suchen und von da aus dann mit der Bahn direkt in die Innenstadt fahren. Wir haben uns jetzt so einen riesigen Campingplatz in der Stadt gesucht und wir wollten halt nicht so direkt in der Stadt irgendwo auf dem Parkplatz stehen, weil wir auch unseren Wassertank mal wieder auffüllen wollen. Und jetzt sind wir hier auf dem Rastila Campingplatz. Das ist echt richtig groß und ein bisschen komisch. Ja, und gar nicht so günstig. Nee. 35 € haben wir gerade bezahlt Genau. für eine Nacht. Ohne Service, Ohne irgendwie also- Strom oder sowas und den kleinsten Platz. Also das war das günstigste Angebot. Ja, schön ist auch anders, aber naja, für eine Nacht reicht's. Also ist ganz okay. Wir planen gerade unsere Stadttour, bevor es losgeht. Und wir überlegen, ob sich ein Tagesticket lohnt oder ob wir das mit Einzelfahrten machen. Weil Tagesticket kostet 8 Euro. Ich dachte 11. Achso, für Studenten glaube ich 8 und ich glaube normal 11. Nee, 8. Echt? Für Zone A und B? 8. Okay, 8, das geht aber. Ja, deshalb ist das mit dem Tagesticket. Dann können wir ruhig ein Tagesticket eigentlich Ja. nehmen. Falls wir doch noch irgendwo anders hinfahren. Es ist 24 Stunden gültig. Und wir können in der ganzen Zone A und B fahren. Also es ist fast ganz Helsinki. Also die ganze Innenstadt. Das ist cool. Ja. Und jetzt suche ich noch ein paar Sachen raus, die wir uns dann vielleicht noch angucken könnten in diesem Bereich. Ein paar Sehenswürdigkeiten. Ja. So, hier ist die Metrostation, an der wir ankommen. Und hier ist der Kletterladen. Perfekt.
Hier ist eine kleine Kolonie Weißwangengänse anscheinend. Die grasen hier so ein bisschen die Wiese ab. Das ist schon sehr niedlich. Und wie fanden wir Helsinki? Super. Nee, also war eine Großstadt, ist aber sehr, sehr schön. Also schöne Gebäude und wirklich viel zu entdecken. Aber das Gute ist, wir haben ja alles bekommen, was wir wollten. Denn so der Hauptgrund war eigentlich, dass wir halt wegen Kletterzeug und sowas auch nochmal nach Helsinki reingefahren sind, weil da ein schöner Klettershop ist. Und wir jetzt ja auch nicht genau wussten, wann wir wieder in eine größere Stadt kommen, wo es halt auch Klettersachen gibt, weil wir wollen jetzt weiter ins Baltikum. Und vom Baltikum dann durch Polen in die Slowakei ein bisschen klettern und dann eventuell weiter in die Karpaten und Rumänien. Muss man halt mal schauen, wie die Situation ist. Und ja, wir mussten jetzt ja schon ein paar Mal umplanen. Wahrscheinlich müssen wir nochmal umplanen, aber das sehen wir dann. Ganz viel Spielzeug. Ja, neue Kletterschuhe. Aber nur für mich. Die von Andrea gehen noch. Die hat ihre anscheinend nicht genug benutzt. Die haben noch genug Profil. Na, passen sie dir auch? Oh nee. Ernsthaft? Da passt du rein? Ja, nach unserem Stadtabenteuer in Helsinki sind wir jetzt so ein bisschen, das ist, ich glaube, so ein bisschen, ja genau, westlich von Helsinki, so eine kleine Landzunge, Porkala oder so heißt das. Ich weiß nicht genau, wie man das spricht, das ist ja mit dem Finnischen so ein bisschen schwierig. Und hier ist richtig schön. Also so der Parkplatz ist jetzt nicht so toll, aber da ist alles da. Also so ein kleiner Parkplatz und da ist auch eine Toilette und alles. Aber die Gegend ist halt echt hübsch. Hier ist jetzt hier direkt an der Ostsee, ist also eine kleine Landzunge. Und eigentlich hatte ich auch gehofft, hier irgendwie noch kiten gehen zu können. Aber wir waren da ja heute schon mal gucken und irgendwie haben wir keinen Platz gefunden, wo man wirklich ordentlich reingehen kann, weil das ist alles so mit Algen zugewachsen und so. Und ja, es ist schwierig, da irgendwie ins Wasser zu kommen. Wir wollen jetzt nochmal den Weg ein bisschen lang gehen, vielleicht finden wir noch was. Und ja, mal gucken. Also jetzt geht gerade die Sonne unter, ist gerade richtig schön hier. Ja, wir haben jetzt nochmal auf Satellitenbilder geguckt oder gestern Abend und so ein bisschen geschaut, ob wir irgendwo noch einen Strand finden oder wo man vielleicht ins Wasser gehen könnte, weil heute ist auch ganz gut windig. Aber es klappt irgendwie alles nicht. Es ist entweder so ein Abhang oder wir haben jetzt hier auch so einen kleinen Kieselstrand gefunden, aber der ist einfach zu schmal. Da würden wir nicht aufbauen können und ja, gut, ich glaube, das wird dann heute hier nichts mehr. Und der nächste Spot haben wir geguckt, das sind so, ich glaube, 160 Kilometer von hier. Und da haben wir jetzt auch keine Lust mehr hinzufahren, weil wir wollen jetzt ja in ein paar Tagen, wollen wir dann weiter ins Baltikum. Und wir treffen uns noch hier mit ein paar Freunden, die aus Deutschland kommen. Und ja, deswegen bleiben wir jetzt hier und werden heute einfach ein bisschen wandern gehen und die Gegend entdecken. Auf unserer Wanderung haben wir noch einen schönen Waldparkplatz gefunden und da werden wir jetzt hinfahren, weil da ist doch noch ein bisschen gemütlicher als hier auf diesem Parkplatz. Jetzt ist zwar gerade total leer, aber über Tag ist hier eigentlich auch mal ganz gut besucht.